Ich arbeite seit etwa 20 Jahren an Coronaviren. Ich war dann 2003 in Beijing während des Ausbruchs. Das Ziel ist jetzt, eine Kooperation zu etablieren mit Kollegen in Wuhan, um festzustellen, ob die Substanzen auch gegen das neue Virus genauso gut aktiv sind wie gegen MERS-Coronavirus und SARS-Coronavirus. 我刚刚从德国回到中国，我就看到最近大家非常关心一个话题，武汉的肺炎。我就想，我这么小的力量，我能为大家做点什么？于是我看到了很多媒体的报道，发现我一位德国老乡，他昨天刚刚到了中国，一起参与这场病毒的战役。作为德国顶尖的病毒专家，之前的 SARS 和 MERS 病毒，他也有参与其中。所以我今天早上马上去联系他，问他能不能采访他一下，从他的角度给我们这些普通的老百姓一些建议。那我们现在就听一下他的专业的分析吧。Mein Name ist Rolf Hilgenfeld. Ich bin Professor für Biochemie an der Universität in Lübeck. Ich arbeite seit etwa 20 Jahren an Coronaviren. Ich habe also schon zu einem Zeitpunkt an diesen Viren gearbeitet, als sie für Menschen noch für völlig harmlos galten. Und dann kam der SARS-Ausbruch. Im März 2003 wurde es ja bekannt, dass es sich um ein Coronavirus handelt. Und das hat die Situation natürlich dann stark verändert. Ich war dann 2003 in Beijing während des Ausbruchs. Ich war praktisch der Einzige, der dann strukturelle Ergebnisse zu Proteinen des Virus hatte zu diesem Zeitpunkt, weil alle anderen die Coronaviren ja für unwichtig gehalten haben. Hatte auch schon einen Hemmstoff entworfen und synthetisiert. SARS-Virus wurde nicht durch meinen Hemmstoff dann eingedämmt, sondern durch die strikten und konsequenten Isolationsmaßnahmen der chinesischen Regierung. Aber es hat mich dann nicht mehr losgelassen und ich habe seitdem auf diesem Gebiet gearbeitet. Was ist Ihr primäres Ziel Ihrer jetzigen China-Reise? Das Ziel ist jetzt, eine Kooperation zu etablieren mit Kollegen in Wuhan, am Wuhan Institute of Virology, die das Virus haben, das neue Virus, um festzustellen, ob die Substanzen auch gegen das neue Virus genauso gut aktiv sind wie gegen MERS-Coronavirus und SARS-Coronavirus. Ich rechne damit, weil die Ähnlichkeit zum SARS-Virus doch sehr hoch ist. Was ist denn der Unterschied zwischen dem damaligen SARS-Virus und dem jetzigen Coronavirus? Wenn man das vergleicht mit dem SARS-Genom, sind 82% der RNA-Bausteine identisch. Es sieht so aus, als ob das neue Virus weniger pathogen ist. Es gibt auch bisher weniger Todesfälle. Ich glaube, die Zahl der Todesfälle liegt ungefähr bei 3% bisher. Und bei SARS waren es 10% und bei MERS sind es 35%. Was können wir jetzt als normale Bürger im Alltag tun, damit wir nicht infiziert werden? Das, was allgemein jeder schon tut, sich die Gesichtsmaske aufziehen, Hände waschen und große Menschenansammlungen meiden. Was kann man denn als normaler Bürger machen, um solche Übertragungen oder solche Pandemien in Zukunft zu vermeiden? Ja, wir wissen ja noch nicht genau, wo es herkommt. Also der Ursprung scheint ja dieser Fischmarkt zu sein in Wuhan. Wir wissen durch die Arbeit einer Kollegin in Wuhan, so wie damals beim SARS-Virus, war ja auch der Ursprung die Fledermäuse und dann ging es in die Civet Cat, von da dann zum Menschen. Also es kann auch sein, dass jetzt eine ähnliche Situation vorliegt. Wie wichtig ist in Ihrem Gebiet die internationale Zusammenarbeit? Ich habe auch Fotos von Ihnen gesehen, wie Sie in China Vorträge gehalten haben. Sie waren ja auch schon oft hier. Ja, es ist natürlich besser, wenn man gute internationale Zusammenarbeit hat. Bei SARS war das vorbildlich. Ich hoffe, dass es jetzt beim Wuhan-Virus wieder zu einer guten internationalen Zusammenarbeit kommt. Die chinesischen Behörden tun, denke ich, alles, damit das kommt. Sie haben ja sehr transparent agiert. Also das ist bisher relativ
vorbildlich, würde ich sagen. Sind Sie optimistisch, dass wir diesen Kampf gegen das Virus gewinnen können diesmal? Also nochmal, ich habe kein Medikament in der Tasche, was ich hier kilogrammweise verteilen kann, weil eben diese ganzen Prüfungen noch nicht geschehen sind. Diese Viren sind ja selbst limitierend. Das heißt, nach einiger Zeit haben so viele Menschen dieses Virus gesehen und haben Antikörper dagegen entwickelt, dass das Virus sich nicht mehr einfach weiter verbreiten kann. Und dann stirbt es von selbst ab. Also ich denke, in 6 Monaten oder spätestens 12 Monaten wird das Ganze Geschichte sein. Vielen Dank Ihnen. Ja, ich danke Ihnen, ja, und schönes neues Jahr. Danke Ihnen auch und machen Sie es gut und viel Erfolg. Ja, danke, tschüss. Wiederhören, tschüss。我要再次感谢 Professor Hilgenfeld 在百忙之中抽20分钟的时间给我们科普一下。你们也都看到了，他的年纪比较大，我刚刚查过了，其实他马上要退休了。但是对他来说，现在去帮助解决这个困境是非常重要的一个任务，所以他昨天晚上就到中国了，然后跟他的中国同事在联络。Vielen Dank, Professor Hilgenfeld。我真的是控制不住，因为我最近这段时间我就看到网上很多的消息，然后也很为这些生病的人心疼，你知道吗？然后我还看到就是现在我们中国人在互相帮助，包括我们上海的医护团队过去，然后我们都称他们为逆行者，你知道吗？就这个，包括就是各个地方的人都站出来帮助武汉，所以我其实心里就很复杂。还有像刚刚看到，就你们德国的这个教授就这么辛苦赶过来，然后也帮助我们一起解决这个问题，我就觉得人间还是有很多温暖的。对，而且我知道在前线的人他们特别辛苦，我们现在作为普通的老百姓，像我当然也会很恐慌。我相信他们在一线的人，他们其实更加恐慌，但是他们还是站出来了，还是就是在不停的帮助我们，然后不停的就是想办法积极解决这个问题。我就希望我们作为普通的老百姓，还是可以就是先从我们自己做起，尽量避免去人群多的地方，就算要出去一定要戴好口罩，然后勤洗手，我们一定会努力挺过这一关的。